Hallo Leute, diese Kamera habe ich schon lange nicht mehr benutzt und ich habe auch schon lange nicht mehr ohne Stativ gefilmt. Aber ich dachte mir, in der aktuellen Situation ist ein Echtsprech mal wieder angebracht. Wahrscheinlich wissen die meisten Leute auf diesem Kanal gar nicht mehr, was Echtsprech ist. Denn die letzte Folge von Echtsprech ist jetzt 4 Jahre her. Also auf jeden Fall eine ganze Weile. Aber wie immer bei Echtsprech, es ist ungeschminkt und ungeschnitten sozusagen. Also ich rede einfach und es ist auf jeden Fall für ein hohes Level. Aber da ich mich nicht viel mit Editieren aufhalten werde, kann ich die Zeit dafür benutzen, Untertitel hinzuzufügen. So, ich wollte heute ein bisschen über die aktuelle Situation reden. Es ging vor einigen Tagen an YouTuber generell oder an Creator generell die Aufforderung raus, dass wir doch irgendwas Positives machen sollen in diesen Zeiten. Und das finde ich an für sich keinen schlechten Ansatz. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht super positiv im Moment. Und damit meine ich nicht, dass ich pessimistisch bin, sondern ich bin gelangweilt, ich muss mich kreativ beschäftigen. Und ich würde auch lieber rausgehen bei diesem sonnigen Wetter. Und außerdem habe ich, wie sicher viele andere Leute auch, Sorgen, was passiert, wie das Ganze wird, wie die Welt aussieht, nachdem das Ganze vorbei ist im Moment. Und ich finde es wichtig, darüber ehrlich zu sein, weil blinde Fröhlichkeit und ist doch alles schön und es gibt doch immer noch schöne Dinge, finde ich nicht wirklich hilfreich ist. Es ist vielleicht ein bisschen besser als die Panik und die Hamsterkäufe, großes Wort, Hamsterkauf. Hamsterkäufe sind Einkäufe, wenn man wie bekloppt, Hoarding, Hamsterkäufe. Ja, diese ganzen Sachen. Natürlich ist es besser, positiv zu bleiben. Und ich möchte auch positiv bleiben und ich wünsche euch auch, dass ihr möglichst positiv bleibt. Aber ich möchte keine falsche Fröhlichkeit vorschieben. Denn das halte ich nicht für hilfreich, auf YouTube zu gehen und zu sehen, wie alle möglichen Leute da sitzen und super fröhlich sind und hey, alles happy. Denn meine persönlichen Empfinden nach vergrößert das die Distanz. Und obwohl ich ja sehr der Meinung bin, dass man sich bewusst machen sollte, dass Leute auf YouTube eben einfach fremde Leute sind, die man nicht kennt, hätte ich gerne, dass wir uns im Moment in unserem Bewusstsein für die Lage und in unserem Gefühl darüber vielleicht verbunden fühlen. Für mich hat sich gar nicht so viel geändert letztendlich, denn ich sitze immer ziemlich viel zu Hause, natürlich, da ich ja am Computer arbeite, sowohl für die Uni als auch für YouTube. Aber ich merke auf jeden Fall, dass ich nicht die Möglichkeit habe, rauszugehen, da ich eben niemanden gefährden möchte. Und die Stimmung ist anders als normalerweise. Aber natürlich gibt es auch drinnen viele schöne Sachen zu tun. Ich habe zum Beispiel in der letzten Woche viel an einem Gemälde gearbeitet. Das kann ich euch vielleicht mal zeigen. Moment. Da ist es. Tada! Es ist noch nicht ganz fertig. Aber getting there. Also es ist fast fertig. Und ansonsten habe ich versucht, an YouTube und an meiner Abschlussarbeit zu arbeiten und so weiter und so fort. Das interessiert euch bestimmt alles gar nicht so genau. Auf jeden Fall wollte ich mich mal melden und ich wollte das nicht tun, indem ich euch irgendwelche Pseudo-Fröhlichkeit hinklatsche, denn ich mache mir Sorgen und ich bin momentan nicht bester Laune. Aber ich bin auch nicht verzweifelt und ich bin auch nicht in Panik und ich bin alles in allem überzeugt, dass wir das schaffen und dass wir, wenn wir auf andere Rücksicht nehmen und auf uns selber Rücksicht nehmen,
dass das eine Krise ist, definitiv eine Krise ist, die wir aber überstehen werden. Und die vielleicht, hoffentlich auch unseren Zusammenhalt danach weiter stärkt. Das ist meine Hoffnung. Insofern hoffe ich, dass dieses Video für euch vielleicht etwas wertvoller ist als, naja, ich weiß nicht, keine Ahnung, eine Liste darüber, was ich alles so zu Hause machen kann, denn ich glaube, diese Listen, die sehen für jeden etwa gleich aus. Haltet durch. Fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr Sorgen habt. Fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr euch ärgert oder wenn ihr frustriert seid. Aber versucht nicht in Panik zu geraten, denn das hilft niemandem und das hilft vor allem euch selber nicht. Seid optimistisch, es geht vorbei. Und das ist das, was ich mir selber sage. Was anderes kann ich auch nicht machen. Und zum Abschluss, wie immer, gerade in der aktuellen Zeit, bedanke ich mich sehr bei meinen Patreon-Unterstützern. So komisch das jetzt wirken mag an einem Ende von einem so raw, von einem so, ja, unbearbeiteten Video, ist es mir trotzdem wichtig, gerade momentan Danke zu sagen, denn ihr seid der größte Grund, warum ich momentan keine große Sorge darum haben muss, ob sich mein Lebensunterhalt stark verändert. Übrigens, wenn jemandem von euch gerade das Gehalt wegbricht und ihr euch jetzt Sorgen darüber macht, ob ihr, mich weiter unterstützen könnt, lasst es einfach. Ich werde diesen Monat niemanden von der Liste nehmen, weil er oder sie sich nicht leisten kann, DFE zu unterstützen. Aber an alle, die es sich weiterhin leisten können, ein riesen Dankeschön und deshalb seid ihr hier auf der Liste wie immer. Und alle, die es auch interessiert, können wie immer auf den Link klicken, der ist auch in der Beschreibung, bla bla bla. Aber auch allen, die mich nicht auf Patreon unterstützen, möchte ich vielen, vielen Dank sagen, dass ihr da seid, dass ihr das Video schaut, dass ihr alle meine Videos schaut, teilt, was auch immer. Ja, dass ihr da seid und dass ihr mich unterstützt. Und unterstützt andere und seid nett zu euch selbst und anderen. Und kauft nicht so viel Klopapier. Ich weiß nicht, warum die Leute alle Klopapier kaufen, aber darüber gibt es schon genug Memes. So, und damit ist das Video jetzt lang genug. Ich wünsche euch alles Gute und viel Durchhaltevermögen und einen schönen Tag. Immerhin ist das Wetter nett. Bis dann. Tschüss.